Willkommen zurück zum SF500 Projekt. Im letzten Teil habe ich euch einen Überblick über den Motor gegeben und euch Schritt für Schritt vom Einsetzen der Kurbelwelle über das Getriebe bis hin zur Kupplung gezeigt, wie ich den Motor zusammengebaut habe. Falls ihr da einen Blick reinwerfen wollt, klickt einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung. Nun tauchen wir aber in den Teil 2 ein, in dem ich euch den Zusammenbau vom oberen Teil des Motors zeige und abschließend auch, wie er fertig aussieht. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auch die Benachrichtigungen einzuschalten, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. So, dann geht es auch schon mit dem zweiten Teil der Montage los. Hier seht ihr schon, als erstes habe ich den Dichtring an der Seite eingesetzt. Und da habe ich mir hier ein Reststück auf der Drehmaschine abgestochen, damit ich den Dichtring passend eintreiben kann. Und weil ich jetzt schon so weit mit dem Zusammenbau bin, will ich auf keinen Fall, dass mir irgendwelche Teile in den Motor fallen. Deswegen nehme ich hier gern Tücher oder Klebeband, um Öffnungen zu verschließen. Hinten habe ich den Filter für die Motorgehäuseentlüftung montiert, nachdem ich den noch kurz schwarz lackiert habe, weil Chrom passt einfach bei diesem Motor nicht. Jetzt bereite ich alles vor, den Zylinder und den Kolben zu montieren. Das Pleuel habe ich hier nochmal kurz geprüft, ob es freigängig läuft. Dann montiere ich hier noch schnell den Kettenschleifer für die Steuerkette. Dann kommen die Passhülsen drüber, die ich diesmal nicht vergessen habe. Und schon komme ich zum Kolbenbolzen. Hier verwende ich auch gerne viel Öl, damit das bei den ersten Umdrehungen direkt alles gut geschmiert ist. Wenn der Kolbenbolzen dann drin ist, dann müsst ihr natürlich noch den Clip dran machen und da besteht wieder eine riesengroße Gefahr, dass euch der Kolbenclip da reinfällt in das Kurbelgehäuse. Deswegen am besten verschließen. Und auch hier wieder, bevor der Kolben in den Zylinder reinkommt, Öl verwenden, auch den Ölabstreifring ein bisschen mit Öl füllen. Dann klappt das alles ganz gut beim Zusammenschieben. Anschließend Dichtung nicht vergessen und den Zylinder drüber schieben. Damit ich den Motor jetzt bei der Montage besser vor- und zurückdrehen kann, habe ich mich entschieden, die Lichtmaschine jetzt und auch das Polrad zu montieren. Da kann ich nämlich schön angreifen und auch jetzt mal im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, falls Bauteile nicht direkt auf Anhieb in der Stellung passen. Um den Zylinder mit dem Block zu verbinden, kommen hier diese 4 Aluhülsen rein. Die werden dann mit Drehmoment angezogen und anschließend, nachdem die angezogen sind, auf der gegenüberliegenden Seite, ich drehe den Motor gleich, werden noch 3 M6 Schrauben mit dem vorgegebenen Drehmoment angezogen. Jetzt noch Zylinderkopfdichtung und Passhülse nicht vergessen und dann kann auch schon der Zylinderkopf drauf. Jetzt ist schon fast wieder ein Motor. Hier seht ihr jetzt den schön gebohrten Zylinderkopf. Was meint ihr? Sieht's gut aus? Sieht's schlecht aus? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Bei den XT und SR500 Motoren ist es auch sehr einfach, die Nockenwelle zu montieren.
Hier gibt es ja nur einen Zylinder, deswegen ist die Nockenwellenstellung super einfach. Also ihr müsst den Zylinder nur hochdrehen und dann passend das Rad einsetzen. Da gibt es aber im Buch und im Internet genug Anleitungen, die euch zeigen, wie die Stellung jetzt hier sein muss. Guckt euch einfach das Bild an, dann könnt ihr auch nichts falsch machen. Oben bei der Nockenwelle muss die Schraube natürlich auch mit dem Drehmoment angezogen werden. Und hier kann man an der Nockenwelle selbst an dem Sechskant mit der Zange angreifen und das Ganze gegenzuhalten. Hier gibt es jetzt noch ein kleines Detail. Die Schrift hier von dem Deckel habe ich abgefeilt, damit die ein bisschen glänzt. Um den Deckel zu montieren, gibt es einen kleinen Tipp. Einfach die Kurbelwelle ein bisschen nach vorne drehen, dann setzt er sich deutlich einfacher ein. So, nachdem der Zylinder und der Zylinderkopf montiert wurden, kommt jetzt natürlich noch der Zylinderkopfdeckel. Und hier ist es wichtig, der Zylinderkopfdeckel wird gleichzeitig mit dem Zylinderkopf am Zylinder verschraubt. Hier gibt es verschiedene Muttern, die nach einem speziellen Anzugsschema angezogen werden mit Drehmoment. Das müsst ihr am besten im Internet nachlesen, welche Schraube wann angezogen wird. Ich will hier keine Aussagen treffen. Nachher meckert wieder jemand, der das irgendwie besser weiß oder so. Ein weiterer Tipp hier aus beider Erfahrung wäre, nachdem ihr die ersten Kilometer mit dem Motorrad gefahren seid, der Motor schön warm wurde und sich wieder abgekühlt hat, zieht einfach die Schrauben mit dem vorgegebenen Drehmoment nochmal nach, weil das Ganze arbeitet und setzt sich am Anfang ein bisschen. Und ihr wollt ja nicht, dass der neue Motor direkt oben aus der Zylinderkopfdichtung oder so ölt. Bei der Montage vom Steuerkettenspanner gibt es nicht so viel zu beachten. Natürlich vorher ölen, dann einfach einschrauben. Es gibt hier einen vorgegebenen Wert, wie viel dieses Spiel betragen muss. Hier seht ihr kurz, das wackelt so ein bisschen hin und her. Und dann kommt auch die Kontermutter drauf. Natürlich wieder Drehmoment benutzen und dann ist das Ding auch schon fertig montiert und die Kette gut gespannt. Bei dem Motor wollte ich ja so ein bisschen eine Rennoptik haben, deswegen habe ich mich entschieden, die originale Ölsteigleitung zu entfernen. Deswegen muss ich hier diese Schraube reindrehen, um den Ölkanal zu verstopfen, sage ich mal. Und jetzt montiere ich hier an der Seite das Teil von Kedo, das quasi die Ölsteigleitung ersetzt. Nachdem nun das Einlass- und Auslassventilspiel eingestellt ist, kommen hier noch diese Gummipuffer zwischen die Kühlrippen. Die verhindern einfach, dass diese Rippen zu sehr anfangen zu schwingen, weil das gibt dann so ein paar störende Nebengeräusche. Ja, und dann ist der Motor auch schon fertig. Ich habe für die abschließenden Bilder noch schnell den Vergaser montiert und bin echt happy mit dem Gesamtergebnis. Die schwarzen Teile mit den polierten Kanten in Kombination mit dem gebohrten Zylinderkopf sind für mich die richtige Entscheidung gewesen. Was meint ihr? Wie gefällt euch der Motor? Braucht euer Motorrad auch so einen Motor? Könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Falls noch nicht geschehen, gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht, wie ich den Motor in den nächsten Videos ins Motorrad einbaue und ihn auch anwerfe. Ob das alles gut geht, seht ihr dann.